Ich wusste, dass ich nominiert bin, was mich schon mega gefreut hat. Das haben mir ein paar Studenten damals erzählt. Und habe dann vor ein paar Wochen eine E-Mail bekommen, wo drin stand, wir gratulieren Ihnen zum Lehrpreis. Und meine erste Reaktion war, what? Es ist eine riesengroße Anerkennung. Und es ist auch toll zu sehen, dass es sich lohnt, extrem viel Zeit und Energie in die Vorbereitung von der Lehre zu stecken. Ich versuche eigentlich vor jeder Stunde mir Gedanken zu machen, was ist der Vorwissensstand von den Studierenden, versuche dann an diesem Vorwissen direkt anzuknüpfen, damit es nicht allzu komplex wird und die Studierenden somit so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen. Um einen optimalen Lerneffekt zu erreichen, finde ich es wichtig, dass man transparente Lernziele gibt. Das heißt, die Studierenden wissen, worauf es ankommt, was ist mir wichtig, was sie aus der Stunde mitnehmen, was ist vielleicht auch prüfungsrelevant, dass eine Stunde eine gute Struktur hat. Mega gut. Also mir ist die Stimmung und das Verhältnis zu den Studierenden im Seminar extrem wichtig, dass es irgendwo auf einer Augenhöhe stattfindet und kein hierarchisches Verhältnis zwischen mir und den Studierenden gegeben ist. Und das motiviert natürlich auch die Studierenden wieder, dass sie sich trauen, Fragen zu stellen. Meine Kollegen haben mich immer bezeichnet als ein Kumpeltyp mit einer natürlichen Autorität. Und deshalb ist es wichtig, das wollen wir natürlich in der Messung nicht drin haben, dass man vorher dem Proband eigentlich die Artefakte zeigt. Also es geht ja um ein Methodenseminar, wie funktioniert EEG, was messen wir damit überhaupt, was kommt an der Schädeloberfläche an, was ich an Aktivität mit den Elektroden noch aufnehme. Kannst du bitte ein paar Mal blinzeln? Wir in unserer Arbeitsgruppe arbeiten viel mit Musikern zusammen. Das heißt, wir messen Leute, die seit Jahrzehnten ein bestimmtes Instrument spielen und eben im Vergleich dazu auch Leute, die noch nie ein Instrument gespielt haben. Wenn ein Musiker ein Instrument spielt, das sind im Gehirn gleichzeitig extrem viele Regionen aktiv. Man hört, was man selber spielt, man hat motorische Aktivität, kognitive Verarbeitungsprozesse und so weiter. Und wenn die das eben jahrzehntelang trainieren, sieht man eben in genau den Hirnregionen funktionell schon auch Unterschiede im Vergleich zu jemandem, der das nie gemacht hat. Was die Studenten natürlich nicht wissen über EEG, ist, dass man damit auch Gedanken lesen kann. Ich hoffe, die merken nicht, wie falsch ich spiele.